2 Flugzeuge. Nee, es sind glaube mehr. Hier ist glaube ich auch noch ein. Also 2 Flugzeuge sehen wir jetzt gerade auf einen Blick. Da hinten steht noch ein Helikopter. Anja, wir sind in einem verlassenen Flugzeug. Ja. Wie geil ist das denn? Ja Leute, jetzt ist die Polizei da. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wir wollen uns heute einen richtig spektakulären Lost Place angucken. Also so einen Lost Place, den wir noch nie gesehen haben, Ja. den ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Und so einen Lost Place, den man auch nicht alle Tage sieht. Ja, und wir wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr sehen werdet. Ja. Werden. Ja. Werdet. Jetzt Ihr schon nicht werdet. ganz aufgeregt, Leute. Schaut euch einfach dieses Video an. Genau. Also es Viel wird Spaß auf jeden hoffentlich Fall. Und ja, wir sehen uns gleich, ne? Boah. Aus wie in so einem verlassenen Freizeitpark oder so, ne? Ja. Krass, ey. Leute, jetzt kommt. Mir ist ja schon. Jetzt kommt so ein Highlight jetzt. Yes, you want to make pictures. Pictures. Yes, we want to make pictures. You too? Pictures. Yes. Anche voi, meet you. Yes? Pictures. Yes. Achso, mit uns will er Fotos machen. Ach so, you. Okay. Nee, ich weiß nicht. Where are you from? Germany. Germany. Ja. So, natürlich sind wir auch hier nicht alleine. Ja, das sah ja aus wie so eine kleine. Ja. Bye. Attention because it is dangerous. Okay. Attention. Ah ja, ist gefährlich. Ich hab's verstanden. Das ist dangerous. Also Leute, jetzt kommt auf jeden Fall der absolute Oberhammer. Der absolute Oberhammer. Ich bin sprachlos, also wirklich, ich bin ja ab und zu mal sprachlos wegen Lost Place, weil es ziemlich geil ist, aber das, Leute, guckt es euch einfach an, das ist der Oberhammer. Ja, und zwar. Da. Ist das nicht geil? Ich glaube, man kann es gar nicht so erkennen, wie wir es gerade erkennen, oder Nee. wie wir es sehen. Aber Also, wann hat man schon mal ein Lost Place, wo man das hier sieht, Leute? ernsthaft, guckt euch das an, Leute. Das ist doch wohl endzeitmäßig mega, mega geil. 2 Flugzeuge. Nee, es sind glaube mehr. Da hinten ist glaube ich auch noch eins. Also 2 Flugzeuge sehen wir jetzt gerade auf einen Blick. Da hinten steht noch ein Helikopter. Und ja, ich würde sagen, Das schauen ist, wir einfach mal rein. Ne? ja, richtig geil. Let's go. So, hier geht es auf jeden Fall zur Pizzeria und zum Restaurante und zum Barbecue. Und da geht's zu den Flugzeugen. Schade, dass ich schon gegessen habe. Ne? Ja. Also müssen wir wohl die Flugzeuge angucken. Ja. Mega Hammer. Die Leute, es ist alles verlassen. Das ganze Gelände hier ist verlassen. Also hier die Pizzeria, da vorne das Gebäude, was aussieht wie eine Kirche. Und einfach die ganzen Flugzeuge hier. Aber man muss einfach mal sagen, dass es hier sehr ländlich gelegen ist. Ne? Ja. Also es ist nicht irgendwie zentral, meine Meinung nach. Guckt euch das mal an, ey. Das ist echt der absolute Hammer. Ja, ich glaube, in die Flugzeuge selbst kommt man nicht mehr rein, ne? Das ist wahrscheinlich abgeschlossen. Die ganzen Tische. Das da hinten sieht aus wie so eine Außenbar. Ja, hier war wahrscheinlich der Pizzaofen gewesen. Hier oben drauf so ein bisschen Barbecue. Ein bisschen. So 2, 3 Personen, ja.
Ja, ja gut, aber das ist ja hier auch ein Riesenareal. Also hier wurde nicht für 10 Leute gekocht, ne? Hier ist noch ein bisschen Kohle. Also rein theoretisch einmal den Grill abschrubben, ein bisschen Kohle drunter Ja, und anschmeißen das Ding, würde ich sagen. Ne? definitiv, ey. Aber was ich glaube, man kommt auch nicht von der Seite ins Flugzeug, sondern wahrscheinlich von der Seite da. Von diesem Turm aus. Das will ich mal gucken auf jeden Fall. Ja, vor allem ist ja echt alles noch da, ne? Also echt, müsste einfach nur mal kurz ein bisschen sauber gemacht werden hier. Und dann könnte man eigentlich schon wieder Gäste empfangen, ne? Also das hier bei diesem mega mäßigen Ausblick, Leute. Schaut euch das an, ey. Du sitzt hier so mit Blick auf die Flugzeuge. Also ich glaube, das ist einmalig, ne? Oder? Ja, das ist echt ein einmaliger Ausblick, den man hier hat. Ja. Klar, so am Flughafen sitzen, ne, kennt jeder. Da sieht man auch ein bisschen Flugzeuge, aber das jetzt hier Kann ist, man ja gar nicht vergleichen. Ne? das ist schon echt, Der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. ja, das ist echt ein Hammerlos Place, wirklich hier. Hier war auch noch ein Schwimmbad, also so ein Schwimmbecken gewesen. Krass. Ja, ne, Anja? Das war ein Schwimmbad. Ja, da konnte man reingehen. Wie so ein See oder sowas, weißt du, da ist ja wirklich, da kannst du ja wirklich reingehen. Und da liegen auch noch so, nicht noch so ein Schwimmring drin. Ja, da hinten liegt noch ein Schwimmring. Wasser ist jetzt nicht mehr unbedingt so einladend, aber heftig. Ist echt heftig. Also hier konnte man schön sitzen und essen. Und dann konnte man sich hier noch ein bisschen abkühlen in der Zeit. Und das alles bei diesem geilen Ausblick. Schon mal da oben bei dem Helikopter, da bewegt sich der, Ja, die Tür bewegt sich da und der Propeller da auch noch. Guck mal, diese Reifen, wie groß die einfach sind, ne? ja, an sowas kommt man auch am Flughafen nicht dran, ne? So Ja, zum ist nicht so nah. Anfassen nah. Ja, Wow, richtig krass. das sind echt richtige Monsterräder. Ich würde sagen, guck mal, was da unten noch ist. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich auch. Unser obligatorischer Schreckmoment. Ja. Der darf nicht fehlen. Nee, der darf in keinem Video fehlen. Das ist echt Wahnsinn. Vor allem, wenn man überlegt, was für eine logistische Aufgabe das war, diese Maschinen hier hinzubringen. Ne? Ja. Guck mal, hier war eine Dusche, Anja, hier oben. Heißt, die konntest du sich... Das wasche ich immer an. Ja. Dass du hier durchgehen kannst, bis du abgeduscht hast, oder abgeduscht wurdest und dann hier schön in den Pool reingehen konntest. Das ist echt krass, ne? Vor allem, wie groß dieser Pool ist. Vielleicht lagen hier überall noch Liegen drumherum. Ja, könnte man sich gut vorstellen, dass da hinten, ne? Da hinten und hier vorne vielleicht auch irgendwie, wo man das nicht. Das ist echt sehr interessant. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Bilder dazu. Ja, könnten wir mal gucken, ob wir Können noch wir irgendwas mal einblenden, falls wir was finden von früher, noch ein paar Aufnahmen von dem Ganzen, wie es mal hier aussah. Da war quasi hier der, wie nennt man das nochmal? Also am Flugplatz. Tower da. Der Tower, genau. Wahnsinn. Da ist offen? Krass. Mehr oder weniger offen. Mutwillig. Mutwillig geöffnet, meinst du? Und den Flugschrauber nochmal so richtig. Ja, die kommen da ins Flugzeug rein, Sabrina. Was? Hast du gesagt? Krass, Sikowski. In beide sogar. Oh, das ist nicht so schön, aber. Ist ein bisschen Schimmel an, ja. Wie so ein Bad hier, ne? Ja. Kann ich jetzt mal rechts hingehen? Ja. Boah, ist das ekelhaft hier, Leute, ey. Hier möchte ich nichts mehr essen. Ne. Oh, Mir das war schlimmer, ey. Hallo? Hallo?
Oh Leute. Oh, ist das eklig hier drin. Das riecht richtig muffig hier drin. Oh. Anja, wir sind in einem verlassenen Flugzeug. Ja. Wie geil ist das denn? Mit besserer Luft wäre es noch geiler. Also was ich immer schon im Flugzeug machen wollte, ich wollte schon immer mal da rein. Ja, dann lass uns mal da reingehen. Oh. Vielleicht wird die Luft ja besser, aber ich glaube nicht. Wie geil ist das denn? Boah, Leute. Hey, ist das Boah, geil? ich kotze gleich, ey. Sorry, aber... Ja, es riecht sehr eklig, das muss man leider Gottes sagen. Aber das Guckt euch hier, das mal an. das ist echt richtig Ich Hammer. sehe nur Knöpfe. Knöpfe, Spinnen. Aber Knöpfe, vor allem Knöpfe. Wow, ist das geil. Ist das mal geil. Also nicht gerade die modernste Maschine, ist klar. Sonst wird die hier auch, denke ich mal, nicht rumstehen. Aber die ist mal richtig, richtig geil. Ja, ich glaube, sowas sieht man echt selten, ne? Ja. Würde ich gerne mal da hinsetzen, aber Leute, das ist so eklig hier, ne? Ja. Vor allem, was riecht hier so, ey? Ich weiß nicht, was hier so riecht. Das riecht auf jeden Fall ekelig. Wow, das ist einfach nur der absolute Mega-Hammer. Wirklich, es ist der absolute Mega-Hammer. Hier noch alles vorhanden, ne? Guckt euch mal hier diese Spinnen an. Alles voller Spinnenweben. Hier oben noch die ganzen Armaturen. Richtig, einfach nur krass, Leute. Anja, die sich gleich übergeben wird. Einfach nur krass. Hier ist Ja, richtig hier auch diese ganzen Schalter und alles, ey. Das ist Ja, gibt es hier irgendwo Abluft? Oder irgendwas Schönes? Raumduft? Raumduft. Boah, es ist einfach nur ekelhaft, Leute. Also es riecht hier nicht nur nach Schimmel oder so, es riecht hier, als ob hier irgendein Tier gestorben wäre oder so. Ja, Und gleich noch nach Mensch, weil ich hier gleich auch sterben werde. dann gehen wir lieber schnell wieder raus. Ja, Anja, einmal tief Luft holen und dann geht's. Denkst du, hier ist das besser? Nee, so, es geht überall so scheiße. Hier ist auf jeden Fall ein schönes Clubklo. Clubklo. Plumpsklo. Ach, Plumpsklo. Hier verstanden, Clubklo. Ja, genau. Hier sieht man es nochmal. Das sind diese schönen Toiletten, wo man sich so hinhocken kann ohne Kloschüssel. Boah, und hier ist der fetteste Schimmel. Ekelhaft. Was ist das hier? Bestimmt Verrückte. Hier ist noch eine Toilette. Und da geht's ins zweite Flugzeug rein. Ui, das sieht noch schimmeliger aus als das andere. Traue ich gerade hier reinzugehen. Die Luft ist besser, glaube ich. Hat die irgendwas gebrütet oder was ist hier passiert, Anna? Ja, man weiß es nicht, Anja. Boah. Cockpit. Das sieht so ein bisschen aus wie Küche oder so, ne? Vom Flugzeug noch, oder was ist das? Weiß ich nicht. Wow. Das sieht so ein bisschen zerrupfter aus hier. Also das andere, Da sind auch nicht so viele Schalter, ne? Aber guck mal, hier ist eine Speisekarte. ja, hier ist eine Speisekarte. Das ist der Ausblick Oh, hier ist nicht so schlimm drin. ins Restaurant. Nee, das ist echt nicht so schlimm hier drin. Oh, Wahnsinn. Echt der Hammer. ja. Wann sieht man mal sowas? Ja. Irgendwas mit Technik von 2011. Ja, so verrottet wie das jetzt hier mittlerweile aussieht, könnte man auch gut davon ausgehen, dass das Ganze hier seit 2011 verlassen ist. Das Michelangelo da Vinci Restaurant war ein etwas anderer Ort, um einen schönen Abend zu verbringen. Der Name ist nicht zufällig. Er verbindet die beiden großen Genies der italienischen Kunst, Leonardo da Vinci und Michelangelo. An diesem Lost Place fand man in jeder Ecke innen und außen Kunstwerke der beiden. An einem Sommerabend konnte man Schatten im Garten unter den Riesenflügeln der zwei Flugzeuge finden oder sich im Pool abkühlen. Das Restaurant wurde in der Sommersaison jeden Samstagabend als Disco genutzt. Sonntags gab es hier Live-Musik. Eröffnet wurde das Restaurant im Jahr 2000 mit dem Hintergrund des Betreibers, dass jeder einmal Platz in einem Flugzeug nehmen kann, egal ob jung oder alt. Bei den beiden Flugzeugen handelt es sich um eine Douglas DC-6 und eine Tupolev Tu-134. Leider wurde das Restaurant nach 14 Jahren juristischer Auseinandersetzung mit der Stadt im Jahr 2014 geschlossen. Seitdem ist es ein Lost Place.
Tedeschi? Germany? Ja. Ja, Leute, jetzt ist die Polizei da. Scheiße. Ja. Später. So, Leute. Wir sind Zurück. zurück. Ja, und, We are back. und immer noch etwas. Aus dem Knast. Nein, Spaß. Und immer noch etwas sprachlos. Ja, sprachlos auf jeden Fall wegen der Location. Ja, definitiv. Also, weiß nicht, Also wenn ihr auch sprachlos seid, jetzt Hashtag sprachlos, ja? ja, genau. Nee, also von Anfang an wirklich, wir haben das gesehen und dachten nur so, wow. Also wirklich, ich glaube, das ging im ganzen Video einfach nur so, boah, krass, boah, geil, Ja. boah. Auch Ne, als wir die also Kamera einfach- aus hatten, waren wir echt Ja. richtig geflasht von der... Immer noch, also sowas Ja. sieht man echt nicht alle Tage, ne? Also man muss wirklich sagen, es waren 2 Flugzeuge. 2 Flugzeuge, ein Helikopter, ein Riesenpool und drumherum einfach ganz viele Restaurants. Ne? Ja. Und den Riesengrill natürlich nicht vergessen. Und vor allem eigentlich, muss man auch sagen, alles in einem richtig guten Zustand. Ja. Sicherlich viele Jahre verlassen, keine Frage, aber es ist eigentlich noch alles da. Stühle, Tische, Woran könnte ein das Grill. liegen? Kommentiert mal. Was denkt ihr, woran könnte das liegen? Ja, warum? An der Polizei oder an der Security? Man weiß es nicht. Ich denke einfach, hier ist es Nee, ein bisschen aber- strenger alles als in Deutschland, Ma- denn das wollen wir mal kurz noch erwähnt haben, der Mann von der Security hatte eine Waffe, denn hier in Italien ist das Gesetz mit Hausfriedensbruch etwas strenger. Ja. Hätten wir jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen Blödsinn gemacht, dann hätte es sein können, dass der gute Herr auf uns geschossen hätte. Ja, wären wir vielleicht weggelaufen oder einfach irgendwie eine ruckartige Bewegung, das darauf hindeutet, Ja. dass wir irgendwie auch eine Waffe oder ein Messer haben, Ja. was wir gerade zücken wollen. Oder ja, hätte er wirklich einen Warnschuss wahrscheinlich abgeben können. Also bei uns in Deutschland ist es so, man muss vorher einen Warnschuss abgeben und darf dann erst auf die Person schießen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist oder ob die direkt... Kopfschuss. Ja, klar. Ja, hat es alles schon gegeben, ne? Man weiß ja nie. Ja. Auf jeden Fall, ja, hätte es auch anders ausgehen können, Ja, aber ja. wir sind natürlich jetzt so, wir wissen, okay, das ist nicht in Ordnung. Nee. Und ja, man hat auch einfach gemerkt, es bringt jetzt nichts wegzulaufen oder was. Was hätte man machen können? Er hatte ja auch Ja. schon unser Kennzeichen abfotografiert und alles und Wussten unser wir ja Auto. vorher nicht. Gut, aber muss man ja auch mit rechnen. Ja. Gut, wie gesagt, der Herr war echt nett gewesen. Er hat die Polizei gerufen, war halt sein Job gewesen. Kann man Ja, ihm keinen ist doch- Vorwurf machen. ist doch okay, ist doch die nicht Polizei war auch nett. Standen dann nachher, glaube ich, 3 Autos von Security. Ja, Dann die Polizei. ja, Ja, denn die haben auf dem Gelände noch mehr Leute vermutet. ja. Aber Also wohl- stand noch ein anderes Auto da, was auch aus Deutschland war und die dachten erst, das eine Auto wäre von ihr und das andere von mir. Ja. Was aber natürlich nicht so war. Wir waren nur mit einem Auto da und das haben wir jetzt versucht ein paar Mal zu erklären. Haben die leider erst nicht verstanden, aber Nee. hinterher dann doch. Und Ja. ja, Dann haben sie halt das ganze Gelände abgesucht, sind noch überall reingegangen, um halt unsere Komplizen ja, zu Naja, suchen, aber ja. haben halt keinen gefunden. Nein, aber wie gesagt, die Aktion war absolut korrekt gewesen. Ich habe mit dem Schlimmsten schon gerechnet. Anja Ja. war eigentlich ganz cool gewesen. Ich glaube, ich bin also immer wenn es manchmal ein danach bisschen paranoider. gehen würde, also wenn es nach Sabrina gehen würde, säßen wir jetzt wahrscheinlich hinter Gittern mit einem gestreiften T-Shirt, Ja, Fahndungsfoto. hätten coole Videos drehen können, ja. Ja, Nein, es war nichts gewesen. Die haben einfach nur unsere Personalien aufgenommen, haben den Wagen gecheckt und haben das dann auch wieder gehen ja, lassen. das Ding war ja auch einfach, wir haben denen erklärt, hey Leute, es war so, das Tor stand offen und es war wirklich so, Ja. das Tor stand offen, es stand nirgendwo ein Schild, dass es ein Privatgelände ist, Ja. dass man nicht da drauf gehen kann. Ich meine, gesunder Menschenverstand sagt einem schon, dass man das nicht macht, aber es war jetzt nicht so, dass nur ein Zaun war, wo jetzt ein kleines Loch drin war und alles drumherum war in Ordnung, sondern es war wirklich ein Tor offen, Ja. wo man hätte sogar mit dem Auto reinfahren können und Ja. ja, dementsprechend für uns eine Einladung. Hey, da gehen wir mal rein. Ne? Aber Ja, definitiv. alles in Ordnung. Die waren echt total nett. Der Ja. Security-Mensch war total nett. Die Polizei war total nett. Und ja, sagte dann einfach nur, ja, ihr dürft da nicht drauf gehen. Das ist ein Privatgelände. Aber sonst ist alles alles in okay. Ordnung. Ja, könnt ihr jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ne? Ja. Ja. Ja, so war es gewesen. Aber ich finde, es hat sich der ganze Stress Ja, hat sich auf jeden Fall für die Location auf jeden Fall mega gelohnt. Genau. Also
Schreibt mal eure Meinung zu diesem mega geilen Lost Place unten in die Kommentare. Ja, Da sind wir mal gespannt, was ihr davon auf jeden haltet. Fall, ja. Also, Dann Abo nicht vergessen. Ne? Also für mehr Videos auf jeden Fall abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000. Also Ja. unterstützt uns da gerne. Und ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann auf jeden Fall die Glocke noch aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns natürlich wie immer beim nächsten Mal. Vielleicht auch in den 2 Videos, die wir jetzt einblenden. Und ja, sagen wir bis bis dahin, einen nächsten Mal, wunderschönen ne? Tag noch. Genau. Bis Ciao. dann. Ciao.